Hallo zusammen und herzlich willkommen. In vielen Organisationen ist das Abteilungsdenken sehr stark verbreitet, während die Prozesse wiederum kaum bewusst wahrgenommen werden. Das führt nicht selten zu Problemen, zum Beispiel wenn Dokumente nicht gefunden werden, weil sie in einer anderen Abteilung abgelegt sind. Oder Informationen, die nicht ausgetauscht werden, weil sie von anderen Personen verwaltet werden. Oder es fehlen Absprachen, die die gemeinsame Zusammenarbeit erschweren. Oder es werden im schlimmsten Fall gar Arbeitsschritte doppelt durchgeführt, weil man einfach nicht wusste, dass der Kollege nebenan sie bereits durchgeführt hat. Wegen dieser Schnittstellenprobleme wollen wir heute ein paar Hinweise verstreuen, wie man in einer Organisation das Prozessdenken etablieren kann. Ich bin Lea. Um uns diesem schwierigen und etwas abstrakten Thema des Prozessdenkens zu widmen, wollen wir zunächst erstmal darauf eingehen, woher das starke Abteilungsdenken überhaupt kommt und warum es in der heutigen Zeit problematisch ist. Anschließend wollen wir dann darauf eingehen, warum das Prozessdenken eine Alternative dazu sein kann, um schließlich einige Hinweise zu geben, wie man das Prozessdenken in eine Organisation hineintragen kann. Dass sich die meisten Unternehmen bislang überwiegend in funktionsorientierten Abteilungen strukturieren, ist sehr stark durch die Einflüsse des Taylorismus und des Fordismus geprägt. In den Zeiten von Henry Ford und Frederick Winslow Taylor ist die Massenproduktion aufgekommen, in der das Prinzip der Economies of Scale geprägt wurde. Dahinter wiederum steckt der Gedanke, dass ein langer Produktionsprozess in verschiedene Teilschritte aufgeteilt wird und jeder Produktionsmitarbeiter nur noch für eine kleine Aufgabe in dem Gesamtprozess zuständig ist. Dadurch sollten die Mitarbeiter Spezialisten in ihren Aufgaben werden und entsprechend natürlich effizienter werden. Soweit so gut. Bei diesem System gibt es nun aber einen ganz entscheidenden Nachteil. Und das sind die Schnittstellenkonflikte und die Interessenskonflikte, die bei der Übergabe der einzelnen Arbeitspakete an den entsprechenden Schnittstellen auftreten. Das heißt also, dass wir ganz grob gesagt bei der spezialisierten Arbeitsteilung als Vorteil die hohe Effizienz, aber als Nachteil die Schnittstellenkonflikte zusammenfassen können. In den Zeiten von Taylor und Ford haben die Effizienzvorteile die Schnittstellenproblematik locker wettgemacht. Heute ist unsere Welt allerdings von einer sehr hohen Komplexität und einer wahnsinnigen Geschwindigkeit in den Veränderungen sowie sehr anspruchsvollen Kundenanforderungen geprägt. Nicht mehr die Großen fressen die kleinen Unternehmen, sondern die Schnellen fressen die Langsamen. Die Unternehmen sind nicht wandlungsfähig, wenn sie ihre Prozesse nicht beherrschen. Und damit überwiegen in der heutigen Zeit die Schnittstellenprobleme den Nutzen aus der Effizienz des Einzelschritts. Die reine Abteilungsorganisation hat in der heutigen Zeit also entscheidende Nachteile. Und weil die Kunden bei der Auswahl der Anbieter so eine wahnsinnig breite Palette zur Verfügung haben, rückt das Kundeninteresse bei den Unternehmen immer stärker in den Fokus. Und damit wird natürlich das Prozessergebnis das entscheidende Element, was darüber entscheidet, wie erfolgreich ein Unternehmen am Markt ist. Damit wird natürlich auch das Bewusstsein über die stattfindenden Prozesse immer wichtiger und genau das ist das, was wir mit Prozessdenken meinen. Aber wie kann es jetzt funktionieren, dass man dieses Prozessdenken in eine Organisation hereinträgt? Bei einem klassischen Produktionsprozess ist es eigentlich relativ einfach, weil man anhand der Produktionsstraße direkt vor Augen hat, wie die Prozessschritte aufeinander folgen und was wann von wem ausgeführt wird. Bei vielen Dienstleistungsprozessen ist das jetzt nicht mehr ganz so einfach, weil vieles virtuell oder digital stattfindet oder die Kollegen in einem anderen Büro sitzen oder sogar an einem anderen Standort. Daher muss man sich hier etwas mehr einfallen lassen, um das Prozessdenken in einer Organisation zu etablieren. Und wir kommen jetzt mit ein paar Hinweisen, wie das ganz konkret stattfinden kann. Eine erste Möglichkeit zur Steigerung des Prozessdenkens kann das Übertragen von Prozessverantwortung sein. Das geschieht idealerweise über die klassischen Rollen des Prozessmanagements, wie Prozessverantwortliche, Prozessmodellierer oder Prozessmanagementverantwortliche. Diese Rollen erklären wir in einem separaten Video nochmal im Detail. Wichtig ist hier, die Mitwirkungsmöglichkeiten für alle als Team aufzuzeigen, denn Prozessmanagement ist letztendlich eine Teamaufgabe, die alle zur Kollaboration einlädt. Weiterhin ist das Durchführen von Schulungen für alle Rollen im Prozessmanagementsystem wichtig, sodass alle Beteiligten wissen, was ein Prozess überhaupt ist und was das Prozessmanagement bewirken soll. Eine weitere Möglichkeit, das Prozessdenken zu steigern, besteht darin, die Prozesserhebung moderiert in Prozessworkshops durchzuführen.
Der erfahrene Moderator kann dadurch schon bei der Prozessdokumentation darauf achten, ob die modellierten Inhalte tatsächlich den gesamten Prozess abbilden oder nur aus der Abteilungsbrille betrachtet werden. Die dokumentierten Prozesse sollten in einer unternehmensweiten Prozessplattform visualisiert werden, sodass jeder Mitarbeiter jederzeit die eigentlich nicht sichtbaren Abläufe über die Prozessplattform einsehen kann. In einem nächsten Schritt kann man prozessbezogene Kennzahlen anstelle von Abteilungskennzahlen einführen. Somit wird das Interesse am Endergebnis eines Prozesses über die Leistung eines einzelnen Teilschritts gestellt. Abschließend ist ein wichtiges Mittel für mehr Prozessdenken die ständige Kommunikation über das Prozessmanagement und seinen aktuellen Reifegrad. Hier kann besonders das Feiern von Erfolgen die Vorteile für den einzelnen Mitarbeiter und auch das Unternehmen als Ganzes herausstellen. Und mit diesen Hinweisen verabschieden wir uns und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.